2021 schlug ein Fossiliensammler in der chinesischen Provinz Zhejiang einen 70 Millionen Jahre alten Stein auf. Darin lag kein Knochen, sondern ein Ei. Und in diesem Ei steckte ein zweites, makellos geformt. Kein Vogel, kein Reptil, ein Dinosaurier. Doch das war kein Zufall der Natur. Es war ein Fund der Paläontologen zwang, alles zu hinterfragen, was sie über die Fortpflanzung von Dinosauriern zu glauben meinten. Das Fossil mit der Bezeichnung ILSNHMU-1266 stammt aus einer Region Chinas, die für kreidezeitliche Funde bekannt ist. Auf den ersten Blick glich es einem gewöhnlichen Theropodenei, oval, etwa so groß wie eine Pampelmuse. Doch als Forscher des Yingliang Stone Nature History Museum es im CT-Scanner untersuchten, stießen sie auf etwas Unerwartetes. Ein zweites Ei, vollständig ausgebildet, im Inneren des ersten. Das innere Ei war kleiner, etwa so groß wie ein Hühnerei, aber seine Schale war genauso stabil, genauso echt. Keine Risse, keine Spuren eines Fremdkörpers. Es sah aus, als hätte der Dinosaurier erst ein Ei gelegt und dann ein weiteres, darin eingeschlossen. So etwas hatte es noch nie gegeben. Der Fachbegriff lautet Ovum in ovo, ein Ei im Ei. Bis 2023 war dieses Phänomen nur bei Vögeln dokumentiert, vor allem bei Hühnern. Ein seltener Fehler, der entsteht, wenn ein Ei im Eileiter stecken bleibt und sich ein weiteres darum bildet. Doch bei Dinosauriern. Bisher ging man davon aus, dass sie ihre Eier wie Reptilien legten. Alle auf einmal, in einem Gelege. Dieses Fossil widerlegte diese Annahme. Unter dem Mikroskop zeigte die Schale des inneren Eis dieselbe kristalline Struktur wie die äußere. Kein Artefakt der Fossilisation. Es war echt. Und es bedeutete, Dinosaurier könnten ein Fortpflanzungssystem besessen haben, das dem von Vögeln viel ähnlicher war als bisher angenommen. Welche Art legte dieses Ei? Die Mikrostruktur der Schale, feine, verzweigte Poren, passte zu einer Gruppe von Theropoden, den Oviraptorosauriern, kleine gefiederte Tiere, die an übergroße Truthähne erinnerten. Sie waren bereits dafür bekannt, ihre Nester wie Vögel zu bebrüten. Doch dieses Ei fügte eine neue Erkenntnis hinzu. Vielleicht legten Oviraptorosaurier ihre Eier nicht auf einmal, sondern nacheinander, wie moderne Vögel. Mit gelegentlichen Fehlern, bei denen sich ein Ei im anderen verfing. Das Alter des Fossils, 70 Millionen Jahre, fällt genau in die Phase, in der sich Vögel von Dinosauriern abspalteten. Wenn dieses Phänomen bei beiden auftrat, war es kein Zufall. Es war ein evolutionäres Erbe. Der Unterschied ist grundlegend. Reptilien legen alle Eier auf einmal, Vögel legen sie nacheinander, eines pro Tag oder alle 2 Tage. Wenn Dinosaurier ein Ovum in ovo Ei bilden konnten, waren sie nicht nur Reptilien ähnlich, sie besaßen vogeltypische Merkmale, die man bisher nicht kannte. Das Fossil legt nahe, dass zumindest einige Theropoden ein Fortpflanzungssystem hatten, das ein Ei zurückhalten, neu starten und sogar doppelt umhüllen konnte. Das können Reptilien nicht. Aber Vögel? Die machen es regelmäßig. Die Frage ist, entwickelte sich dieses Merkmal bei Dinosauriern und Vögeln unabhängig? Oder erbten Vögel es von ihren dinosaurischen Vorfahren? Die Antwort könnte den Stammbaum neu schreiben. Ovum in ovo ist kein gewöhnlicher Fund. Es ist ein biologischer Irrtum. Bei Vögeln passiert das, wenn ein Ei im Eileiter stecken bleibt und sich das nächste darum bildet. Das Ergebnis? Eine Schale in der Schale. Doch damit das möglich war, musste der Dinosaurierkörper ein Ei zurückhalten und dann freigeben können, nur um es wieder einzufangen. Das erfordert eine Kontrolle über den Legevorgang, die Reptilien fehlt. Es wirft auch eine Frage auf. Wenn Dinosaurier diesen Fehler machen konnten, welche anderen vogelähnlichen Eigenschaften besaßen sie vielleicht, die nie als Fossil erhalten blieben?
Brutpflege, elterliche Fürsorge, vielleicht sogar die Fähigkeit, Laute zu erzeugen. Dieses Fossil ist mehr als eine Kuriosität. Es ist ein Riss in der Grenze zwischen Dinosauriern und Vögeln. Jahrzehntelang stritten Wissenschaftler darüber, wie viele Vogelmerkmale sich bereits bei Dinosauriern entwickelt hatten, bevor es überhaupt Vögel gab. Federn? Ja. Brutverhalten? Ja. Aber sequentielles Eierlegen, das fehlte. Jetzt gibt es den Beweis, dass zumindest ein Dinosaurier dazu fähig war. Die nächste Frage lautet, wie verbreitet war dieses Phänomen? Wenn Ovum in ovo häufig vorkam, könnten weitere solche Fossilien auftauchen. Wenn es selten war, war dieser Dinosaurier vielleicht eine Ausnahme, ein evolutionäres Experiment, das scheiterte. So oder so verändert es unser Bild der Vergangenheit. Dinosaurier waren keine schlichten Echsen, sie waren komplexer. Und sie stehen uns näher, als wir dachten. ÜLSN HM 01266 ist das einzige Ei seiner Art. Ein 70 Millionen Jahre altes Rätsel, das uns zwingt zu fragen, was wissen wir eigentlich? Wenn Sie das nächste Mal einen Vogel ein Ei legen sehen, denken Sie daran, vielleicht wiederholt er einen Fehler, den seine Vorfahren vor Millionen Jahren begingen. Und wenn Sie morgens ein Ei aufschlagen, werfen Sie einen zweiten Blick hinein. Vielleicht ist kein zweites darin. Aber die Möglichkeit ist jetzt ein Stück weniger unmöglich. Wenn dir Geschichten gefallen, die wahr sind und trotzdem kaum zu glauben, dann abonniere den Kanal und schreib in die Kommentare, aus welchem Land du zuschaust. Bis zum nächsten Mal.